Wie schütze ich mich vor energetischen Angriffen? Das ist bei weitem die meist gefragte Frage von meinen Klienten. Scheint ein sehr großes Bedürfnis zu sein, das kenne ich aus der eigenen Erfahrung. Wenn man energetischen Angriffen ausgesetzt ist, ist das nicht sehr angenehm. Also, zuerst muss ich mal klären, was ist ein energetischer Angriff und woher kommt der? Energetische Angriffe können von uns Menschen kommen. Die können bewusst oder unbewusst sein. Also jeder Gedanke, den wir hegen, ist Energie. Und wenn diese Energie, dieser Gedanke nicht ins Positive kommt, dann ist er negativ. Also zum Beispiel, wenn wir Neid empfinden, wenn wir über jemanden lästern oder unzufrieden sind, ist das keine positive Energie. Das heißt, sogenannte unbewusste Angriffe können von Menschen kommen, die neidisch sind, die Missgunst haben, die unzufrieden sind, die über einen reden. Solche Dinge passieren, die sind tatsächlich hier. Dann gibt es natürlich noch die bewussten Angriffe von den Menschen, die dann wirklich halt Richtung schwarze Magie gehen. Aber das würde ich sagen, ist eher etwas für Menschen, die sich viel stärker mit der Spiritualität und auch ihren negativen Varianten aussetzen. Aber nichtsdestotrotz erlebe ich es sehr oft, dass Menschen negativen Angriffen ausgesetzt sind. Eben gerade vielleicht Nachbarn, die neidisch sind, oder in Familien, wenn es einen Zwist gibt. Und das kann einem schon anhängen, das merkt man auch. Und viele meiner Kunden und Kundinnen merken diese negativen Angriffe. Solche Angriffe können natürlich auch aus der astralen Ebene kommen, die dann Richtung Wesenheiten gehen, die uns nicht so gut gesinnt sind. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man sich da abgrenzen kann. Zuerst möchte ich einmal so die gebräuchlichsten Varianten aufzählen, wie wir uns schützen können. Ich kenne das von mir selber. Es war mir viele Jahre ein Rätsel, wie ich mich abgrenzen kann. Ich kenne das auch von meiner Tochter. Das war auch ein großes Thema. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt euch zum Beispiel mit Erzengel Michael schützen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr in einer blauen Kugel seid. Und Erzengel Michael, da er der höchste Kriegerengel und Schutzengel ist, er kann euch durch diese Hülle schützen. Ich habe damit selber sehr gute Erfahrungen gemacht, als ich vor vielen, vielen Jahren noch an esoterische Ausstellungen ging. Und da wimmelt es leider nicht nur von positiven Elementen, muss ich ganz ehrlich sein. Da habe ich mich dann regelmäßig geschützt und das war sehr effektiv. Also ich habe da teilweise auch Readings machen lassen für mich und die konnten von mir eigentlich gar nichts mehr erkennen. Also das war ganz lustig, das zu beobachten, wie das funktioniert. Oder ihr könnt euch auch, wenn euch das lieber ist, wie ein blauer Schutzmantel mit einer Kapuze vorstellen. Nehmt etwas, was für euch funktioniert, womit ihr viel anfangen könnt, was euch ein Gefühl des Schutzes gibt. Das ist ganz wichtig. Seid kreativ, aber bitte, wenn ihr das verwendet, dann glaubt auch daran und zweifelt nicht. Ja, hilft das jetzt? Geht das und überhaupt? Also, das ist mal eine Form. Viele Menschen sind dann auch ausgelaugt, wenn sie einkaufen gehen, große Einkaufszentren. Und da gibt es halt auch nicht nur positive Energie, sondern auch negative Energie. Und gerade wenn man dann auch noch empathisch veranlagt ist, dann laugt einem das ziemlich aus. Was ich einen guten Schutz finde, ist jetzt ganz simpel, Kopfhörer auf, Musik hören. Das hat für mich immer sehr gut funktioniert, weil dann grenze ich mich ab und bin bei meiner Musik und dann ist okay. Probiert es ein bisschen aus, was hier funktioniert für euch. Das sind jetzt einfach so Hilfsmittel, die ihr nützen könnt. Was aber bei weitem der größte Schutz ist, und das muss man sich leider erarbeiten. Das geht nicht auf Knopfdruck, da braucht es jahrelange Erfahrung, wie mit so vielen Sachen bei der spirituellen Weiterentwicklung und persönlichen Weiterentwicklung. Der größte Schutz ist, wenn ihr wisst, dass ihr nicht angegriffen werden könnt, da ihr geschützt seid. Anfänglich
habe ich viele Angriffe erlebt, also vor allem aus der astralen Ebene, wenn ich zum Beispiel eine energetische Hausreinigung machen gegangen bin. Da sind Dinge passiert, die glaubt man fast nicht. Also GPS, wie sagt man das schon wieder? Navigationsgerät, jetzt habe ich es. Wenn das Navigationsgerät fällt aus. Und ich war dann immer da, also ich finde meinen Weg so oder so, ob jetzt mich beeinflusst oder nicht. Ich habe es immer gefunden. Einmal war es ganz krass, da hatte ich so starke Schmerzen im Arm, also das war dann grenzgängig. Und da habe ich beschlossen, nee, also das ist mir jetzt zu blöd etwas. Und seit ich entdeckt habe oder meine eigenen Kräfte entdeckt habe und mehr vertraue darauf und weiß, dass ich geschützt bin, ist es wie eine Selbstverständlichkeit für mich. Ich weiß, dass ich geschützt bin. Die können mir nichts anhaben. Ich bin wirklich geschützt. Und wenn ihr das entwickeln könnt, dieses Bewusstsein, dass ihr geschützt seid, dass euch niemand angreifen kann, außer ihr gebt die Erlaubnis. Und dann ist es da, wo ihr Angst habt, weil Angst ist leider kein guter Faktor für solche Dinge, dann gebt ihr sozusagen die Erlaubnis, dass ihr angreifbar seid. Also, wenn ihr Selbstvertrauen habt, glaubt an euch selber, glaubt an eure Beschützer, eure Helfer, die wir haben hier in der geistigen Welt. Betet auch darum, bedankt euch dafür, dass ihr geschützt seid. Danke vielmals, dass ihr mich schützt. Sehr wichtig, Dankbarkeit ist halt wichtig. So könnt ihr euch helfen. Also wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr genug Selbstvertrauen habt, nutzt diese Hilfsmittel. Ihr findet sicher im Internet noch viel mehr Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Es muss für euch hier im Herz stimmen. Und ihr müsst euch sicher fühlen und dass es für euch funktioniert. Und am besten ist dann wirklich, wenn ihr euer Selbstbewusstsein, euer Vertrauen in euch selber und auch in die geistige Welt so weit ausbauen könnt, dass ihr wisst, dass ihr geschützt seid. Dann seid ihr wirklich machtvoll. So, ich hoffe, euch hat dies weitergeholfen und ich konnte einige Dinge klären und freue mich, euch wieder im nächsten Video zu sehen. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert den Kanal, dann unterstützt ihr meinen Kanal. Thumbs up, liked ihn, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, klickt doch auf die Klingel, die ihr dort findet, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Also, macht's gut, tschüss!